Die LG DS95TR macht vieles besser im Vergleich zu bisherigen Soundbars von LG. Vor allem beim Klang. Spoiler Alert, so landet sie sogar unter den besten Soundbars, die wir bisher getestet haben. Hallo, hier ist Fitos von HiFi.de. Und nach der Vorstellung dieses ganzen Sets aus Soundbars, Subwoofer und Rear-Speakern werde ich vor allem darauf eingehen, was 9.1.5 Kanäle bringen und für wen die DS95TR die beste Wahl ist, beziehungsweise welche Alternativen es noch gibt. Die Soundbar ist schon riesig. Mit 1,25 Meter ist sie sogar etwas breiter als ein aktueller 55 Zoll OLED-Fernseher. Das Design ist aber eher schlicht und unauffällig, sodass sie optisch auch zu den meisten anderen TVs passen würde. Auch wenn fast alles aus Kunststoff ist, macht die Verarbeitung einen echt guten Eindruck. Dazu kommt noch ein großer Subwoofer und die beiden Rear-Speaker, die auch nicht gerade klein sind. Selbstverständlich brauchen alle 4 Einheiten Strom, verbinden sich ansonsten aber kabellos. Die Soundbar hat für die Verbindung mit dem Fernseher einen digital-optischen Eingang sowie den eigentlich vorgesehenen HDMI Enhanced Audio Return Channel. Es gibt auch noch einen weiteren HDMI 2.1 Eingang, damit man die Soundbar zum Beispiel auch ohne Nachteile zwischen Konsole und Fernseher schalten kann. Der USB-Anschluss kann auch zum Abspielen von Musik von einer Festplatte oder einem USB-Stick genutzt werden. Und das ist erwähnenswert, weil es echt selten der Fall ist bei Soundbars. Als kabellose Verbindungen für Quellen gibt es Bluetooth und WLAN. Damit ist bei einem aktuellen LG-Fernseher ab 2022 auch Wireless Dolby Atmos möglich und soweit wir das testen konnten, ohne Einschränkungen im Vergleich zur Verbindung via HDMI. Auf der Oberseite der Soundbar gibt es Tasten für die wichtigsten Dinge. Etwas mehr kann man mit der Fernbedienung einstellen. Allerdings ist die nicht wirklich die schickste. Und ohne Display auf der Soundbar ist die Bedienung damit auch nicht wirklich angenehm. Am besten nutzt man also direkt die App für Android oder iOS, in der man sich einfach zurechtfindet und die man auch wirklich braucht, um alles einstellen zu können. Man kann die Soundbar auch mit Google Assistant oder Amazons Alexa steuern, allerdings braucht man dafür einen separaten Smart Speaker, weil die Soundbar selber kein Mikrofon verbaut hat. Die DS95TR verteilt 810 Watt auf 17 Lautsprecher, mit denen 9.1.5 Kanäle erzeugt werden. 5.0.3 Kanäle aus der Soundbar werden durch den Subwoofer und 2 2.0.1 Rear Speaker komplementiert. Bevor ich aber über den Center Atmos Kanal spreche, erstmal grundsätzlich zum Klang. Der ist definitiv für raumfüllenden Surround Sound konzipiert. Bei Musik hat man knackigen Bass, ausgewogenen Klang und gute Pegelfestigkeit bei hohen Lautstärken. Gerade Musik mit Dolby Atmos macht Spaß. Auch wenn das nicht zwingend audiophil ist, denn dafür fehlt die saubere Stereo-Wiedergabe. Sowohl Spotify Connect als auch Tidal Connect machen das verlustfreie Streamen unkompliziert. Chromecast und AirPlay 2 sind auch noch dabei, sodass du direkt deine Musik teilen kannst. Dialoge sind gut verständlich und wirken so, als würden sie direkt vom Bildschirm kommen. Ob dafür aber der extra Lautsprecher, auf den ich gleich noch komme, sorgt, können wir nur schwer beurteilen, weil das auch Soundbars ohne solch einen Kanal sehr gut hinbekommen. Bei einer solchen Soundbar mit Subwoofer und Rear-Speakern geht es natürlich um Surround Sound bei Filmen mit Dolby Atmos oder DTS-X. Und was hier ab Werk schon rauskommt, ist ein wirklich gutes, raumfüllendes Erlebnis. Die Einmessung der App bedient sich des Mikrofons im Smartphone und hat in unserem Fall jetzt nur einen kleinen Mehrwert geliefert. Wichtiger war es, den Subwoofer deutlich runterzuregeln und die Side-Lautsprecher etwas aufzudrehen. Damit hatten wir im Test ein runderes Ergebnis. Und rund ist ein gutes Stichwort. Denn im bekannten Test von Dolby fliegt ja ein Vogel im Kreis um uns herum. Und der Kreis war mit diesen simplen Einstellungen tatsächlich sehr schön und überzeugend gezeichnet. Sogar ein wenig feiner als zum Beispiel bei einer Samsung HW Q935GC. Und auch bei Filmszenen, zum Beispiel von Dune oder Blade Runner 2049,
hat man jedes kleine Detail klar hören können. Nur beim Gaming war dann Torben, der hat die Soundbar getestet, etwas enttäuscht. Denn als er in Halo Infinite Türen passiert, die sich hinter ihm wieder schließen oder ihm Aliens in den Rücken fallen, klingen die Waffensounds oder massive Tore aus den Rear-Speakern etwas dünner und leicht blechern. Bei Filmen ist der Punkt aber gar nicht aufgefallen, weshalb er auch nicht so stark ins Gewicht fällt. Am Anfang des Videos habe ich ja noch versprochen, dass ich mich auch zum Center Upfiring Speaker äußere, also dem hier. Warum das überhaupt so ungewöhnlich ist, dazu muss ich kurz ausholen. Theoretisch ist Dolby Atmos ja ein vektorbasiertes Surround-Sound-Format. Das heißt, eigentlich gibt es keine klassischen Kanäle wie bei Stereo oder 5.1, sondern es können bis zu 128 verschiedene Tonspuren mit veränderlichen Ortsvektoren gespeichert werden. Allerdings wird so nur im 3D-Audio-Format abgemischt und produziert. Gespeichert wird wieder in Formaten mit Kanälen. Und das sind eben meist 5.1.2 bis 7.1.4 Kanäle. Also ohne einen Höhenkanal in der Mitte. Ob nun der Upfiring Center trotzdem eine tragende Rolle spielt, wird uns auch nicht bei passendem Material bewusst. Ähnliches kann man auch über das Wow Orchestra Feature sagen. Das würde die Lautsprecher eines kompatiblen LG-TVs ins Setup integrieren. Denn der Fernseher spielt dann nur sehr leise mit. Einen verändernden Effekt haben wir da nicht wirklich bemerkt. Gerade in Kombination mit einem LG-Fernseher ist die DS95TR wirklich super. Denn die kabellose Verbindung übers WLAN ist stabil und ohne hörbaren Qualitätsverlust möglich. Und dann bekommst du eben einen dynamischen, kraftvollen und vor allem breiten Klang. Mit 8 Soundmodi, Support für Dolby Atmos und DTS:X oder auch integrierte Musik-Streaming-Dienste ist die Soundbar ein guter Allrounder im Wohnzimmer, auch unabhängig vom TV-Modell. Einzig der recht hohe Preis könnte im Vergleich zurückschrecken. Und es gibt ja auch Soundbars, die noch etwas feiner klingen oder eben mehr als Einheit agieren. Die DS95TR schafft zwar einen echt guten, raumfüllenden Klang, kommt aber nicht ganz an die Kulisse der Samsung Q995GD ran, bei der man die einzelnen Lautsprecher wirklich kaum noch orten kann. Und die Q995GD ist wahrscheinlich auch noch deutlich günstiger. Und sucht man nach einer flexibleren Option, vor allem mit kleineren Rear-Speakern, dann sollte man auch mal einen Blick auf die JBL Bar 1300 oder die neuen Optionen von Sony werfen. Letztere werden wir hoffentlich auch bald testen können. Und damit du das direkt mitbekommst, abonniere am besten unseren YouTube-Kanal, falls du nicht ohnehin schon einer unserer treuen Abonnentinnen oder Abonnenten bist. Der Link zum ausführlichen Test von Torben ist, genau wie sinnvolle Alternativen, unten in der Videobeschreibung. Oder du schaust einfach direkt in eins dieser beiden Videos rein.